Hallo ihr Lieben, heute habe ich mir zu Gast Mirko vom Bitcoin2Go YouTube-Kanal, Wissensplattform eingeladen. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen ihn schon. Hi Mirko erstmal. Ja, moin. Schön, dass ich da sein darf. Bei dem Moin darf man übrigens nicht verwechseln. Ich komme eigentlich aus dem Westen von Deutschland, habe mit Hamburg eigentlich gar nichts am Hut, aber habe mir irgendwie angewöhnt, Moin zu sagen. Deswegen, hallo. Wo warst du nochmal her? Aus Köln, ne? Ursprünglich. Also Köln ist meine Wahlheimat, 8 Jahre gewesen und komme aber aus Essen, aus dem Ruhrgebiet und bin auch im Pott wieder zu Hause. Dann Moin erstmal auch an dich. Ja, hi. Ähm, ja, cool. Auf jeden Fall schön, dass du heute zu Gast bist, Mirko. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ich will mit dir heute rund um das Thema Kryptowährungen und Marktschwankungen, Volatilität von Kryptowährungen sprechen und die Zusammenhänge vielleicht auch zum Aktienmarkt. Du bist schon ziemlich lange im Kryptospace drin. Du hast doch bestimmt schon einige Marktschwankungen erlebt. Vielleicht kannst du uns einfach mal allgemein erzählen, was gibt es für Zyklen, Marktschwankungen, Begriffe, die wir vielleicht in diesem Zusammenhang kennen sollten? Ja, wo fange ich denn da an? Bei Adam und Eva. Ich bin ja jetzt seit 6 Jahren im Kryptospace. Seit ich Mhm. 15 bin, habe ich meine ersten Aktien, also auch schon noch länger im Finanzsektor und habe da natürlich den ein oder anderen Zyklus schon miterlebt. Jetzt muss man dazu sagen, im Finanzmarkt ist das Ganze immer noch mal ein bisschen länger und in der makroökonomischen Phase, in der wir gerade sind, steuern wir auf eine Rezession zu. Das ist jetzt ein Fachbegriff, der jetzt erstmal nicht hilft. Ich habe in meinen Videos am Ende immer den Kryptozyklus beziehungsweise den Marktpsychologiezyklus. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part, der im Prinzip daraus besteht, dass eine Marktphase erstmal auf Hoffnung aufbaut, also am Boden sozusagen, und dann bis hin zu einer Euphorie, die wir in Bullenphasen erleben, so wie wir es jetzt zum Beispiel beim letzten Allzeithoch bei Bitcoin gesehen haben, bis es dann in die brutalere Phase geht, in der wir uns gerade befinden. Kapitulationsphase, massive Enttäuschung bis hin zur Depression und Kapitulation. Und darauf basierend, also am unteren Ende des Zyklus, geht es dann irgendwann eben auch wieder hoch. Wir sind jetzt vielleicht gerade irgendwo auf dem Weg nach ganz unten. Ob wir jetzt den Bottom gesehen haben oder nicht, kann ich dir jetzt nicht sagen an der Stelle. Ich glaube noch nicht, ehrlich gesagt, wenn ich auf die gesamte Finanzlage schaue. Aber, und das ist das Wichtigste zu verstehen, ein Zyklus beginnt irgendwo, endet irgendwo, aber fängt dann eben wieder von vorne an. Das heißt, der Boden des letzten Zyklus ist wieder der Anfang des neuen Zyklus, der dann, sagen wir, in der Summe im Schnitt hochgeht. Und ich glaube, deswegen ist grundsätzlich schon mal wichtig für jeden Investoren draußen, unabhängig auch von Krypto, dass deswegen gerade Sinn macht, vielleicht für passive Anleger mit einem Sparplan eben regelmäßig reinzugehen, um diese Wellenbewegung auszunutzen und im Schnitt eben wirklich ein Portfoliowachstum zu sehen. Ganz grob Mhm. zusammengefasst. Ich glaube, ein Bild hilft da auch nochmal, das irgendwie vielleicht einzublenden von diesem Zyklus. Mhm. Finde ich, du hast gerade das Thema mit dem Sparplan angesprochen. Das ist genau der eine Punkt. Wenn ich eben nicht nach einem Sparplan Ja. investiere, dann macht es Sinn, sich zu überlegen, wo könnten Hinweise auf einen beginnenden Zyklus in nächste Phase sein. Hast du vielleicht da so ein paar, ja, Tipps, wie man Indizien herausfiltern kann? Wann macht es zum Beispiel Sinn, in, ja, Bitcoin anzulegen und wann zum Beispiel in Altcoins zu investieren? Das ist eine Grundsatzfrage erstmal, ja. Also, die eigene Handelsstrategie, wir nehmen jetzt an, sind kein einfacher Sparplaninvestor, der passiv am Markt investiert, sondern wir sind aktiv. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis. Ich sage immer, das A für Altcoins steht eigentlich auch für Aktivität am Markt. Denn in Altcoins kann man meiner Meinung nach nicht passiv investieren. Es macht meiner Meinung nach wenig Sinn, 'n Sparplan in der bärischen Phase aufzubauen für eine Kryptowährung, von der wir nicht sicher sagen können, dass sie in 2, 3 Jahren noch existent ist. Also so der klassische Vermögensaufbau geht mit so einer Asset-Klasse nicht so leicht, weil wir einfach noch zu jung sind. Zu viele Altcoins, die einfach irrelevant werden und verschwinden. Das heißt, man muss wirklich gucken, wo befinden wir uns gerade in der Marktphase. Und für mich ist die Altcoin-Strategie erst dann wirklich erfolgreich, wenn wir wirklich in einer bullischen Phase sind. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, bei den Altcoins und bei den Sachen, die rauskommen, ist es auch oft so, du kannst die Augen zumachen und irgendwo drauf tippen. Irgendwas performt vielleicht schon. Ich meine, so sollte man definitiv nicht investieren, aber du musst aktiv sein. Und Altcoins funktionieren meiner Meinung nach gut für ein Portfolio nur in bullischen Phasen, weil da ist man einfach wesentlich sicherer, dass die Performance auch gut sein kann. In dem Bärenmarkt hingegen kann sein, dass mein Coin verschwindet und jeder Sparplan, jeden Monat, den ich da rein butter, kaufe ich den Dip vom Dip vom Dip, um irgendwann bei minus 99,9% zu sein und dann habe ich halt auch nichts mehr davon. Mhm. Also aktiv Ja, und passiv ist hier sehr wichtig zu verstehen. ja, was du auch sagst, das Thema ist ja, dass es gibt ja diese Altcoin-Season, vielleicht auch ein Begriff, wo man gehört haben sollte. Und
Auch ganz wichtig, Bitcoin ist einfach nach wie vor die Kryptowährung, der sich der gesamte Kryptomarkt orientiert. Kannst du uns vielleicht einfach da mal die Zusammenhänge erklären? Woran liegt das? Mit was hängt das zusammen? Wie bewegt sich das Geld? Ja, das hängt, also es gibt ja auch im Kryptosektor selber den Kryptozyklus. Das ist der Zyklus, sage ich mal, des Risikos. Wenn wir sagen, Bitcoin als weniger risikoreicheres Asset aufgrund der Marktkapitalisierung ist am oberen Ende der Nahrungskette und je bullischer oder sagen wir mal, je aggressiver der Markt wird, desto risikobewusster wird auch der Anleger. Das gilt auch für den Finanzmarkt. Genauso kann man sagen, zum Beispiel, dass Krypto als Risiko-Asset-Klasse quasi untergelagert ist unter Aktien und deswegen erst in bullischen Aktienmärkten auch Kryptos nochmal besonders gut performen können. Das haben wir jetzt nach dem Corona-Crash extrem stark und gut gesehen, auch da die Verbindungen. Und bleiben wir jetzt mal im Kryptosektor, dann ist es eben so, du hast Bitcoin, dann hast du größere Altcoins, das Risiko darunter sind mittelgroße bis Small Caps und dann halt der ganze Kram, NFT, Meme-Coins und alles. Wenn wir unten angekommen sind, ist das oft ein Indikator dafür, dass wir an einem Ende einer bullischen Phase angelangt sind, weil dann ist die Gier so groß, dass man alles versucht, um sein Vermögen irgendwie nochmal mit ein paar X zu erweitern, was oft dann eben in die Hose geht. Und dann wandert das Geld eben wieder zurück. Denn das Smart Money überlegt sich genau vorher schon, wann gehe ich eigentlich wieder auf das weniger risikoreiche Asset. Und das wäre dann Bitcoin und meiner Meinung nach noch Ethereum, weswegen das die beiden einzigen Assets sind, wo ich sage, ein Sparplan macht über 10 Jahre. Und ich rede wirklich von einem ganzen Jahrzehnt. Ich bin 6 Jahre in Krypto und es fühlt sich an wie 60 Jahre. Erst dann macht Sinn. Und die Altcoins eben in den kleinen bullischen Zyklen, in denen wir uns jetzt gerade zum Beispiel nicht befinden. Das heißt, auch in so einer aktuellen Phase, jetzt sind wir bei dem Thema, jetzt kommt hier die gesamtpolitische und gesamtwirtschaftliche Lage ins Spiel, da performt dann gar nichts. Also gibt es dann die Altcoin-Season, wie ist es da mit Zyklen? Das ist ja nochmal ein ganz spezieller Fall, in dem wir uns aktuell befinden. Ja, absolut. Also man kann da auch extrem reinzoomen. Ja. Ich habe jetzt mal gesagt, okay, dieses Risikobewusstsein, das geht in einer Gesamtzyklus. Also sag mal, von Anfang eines Bullenmarkts bis Ende eines Bullenmarkts gibt es eben diese Risikoverteilung bis hin zurück wieder zu den weniger risikoreichen Assets. In der Wahrheit ist es aber anders. Auch in Bärenphasen, und da sind wir ja gerade Bärenmarkt, gibt es eben auch bullische Phasen, also Phasen, in denen es hochgeht. Das sind dann sogenannte Bärenmarkt-Rallies per Definition, denn das sind Zeiten, in denen die Märkte stark steigen, aber trotzdem gesamttechnisch sich noch in einem Bärenmarkt befinden. Genau da sind wir jetzt. Gerade im Aktienmarkt sieht man das sehr deutlich. Das erkennt man daran, es geht immer ein bisschen hoch, dann geht es aber noch tiefer runter als vorher, dann geht es wieder ein bisschen hoch und dann geht man eben so Stufen nach unten. Und finde ich, ist sehr gefährlich, weil in dieser Phase hat man als Anleger, der nicht so erfahren ist, das Gefühl, es ist vorbei. Es ist wieder richtig Bullenstimmung, es geht wieder richtig los, weil diese Risikoverteilung geht viel schneller. Man geht viel schneller ins Risiko, um wie so eine leere Zahnpastatube, um das Letzte rauszuquetschen, dass man noch irgendwas auf die Zähne bekommt. Am Ende des Tages, wenn die Tube leer ist, ist sie leer. Ja, da brauchst du nicht noch rumquetschen, kauf dir eine neue und warte. Also, das ist kein guter Vergleich, aber Doch, kannst du dir gerade super vorstellen. Also das Problem ist ja, es ist einfach gerade absolut nichts da. Ne? Die Frage ist einfach nur, wie gehst du um? Ne? Ja, das Schöne ist tatsächlich, was kannst du damit auf den Weg geben? Ja, also die wichtige Erkenntnis an all dem, da kommen wir wieder auf diesen Begriff Kryptozyklus. Es gibt halt einmal den marktpsychologischen Zyklus und einmal den normal wirtschaftlichen Zyklus, den Geldfluss, den wir jetzt sehen durch die Zinserhöhung. Brauche ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, wir wollen ja nicht den Faden verlieren. Die Psychologie ist der wichtigste Faktor beim Investieren. Das ist sein größter Feind. Und das musste ich in Krypto selber nochmal lernen. Ja, ich hatte vorher, vor 6 Jahren habe ich angefangen, seit ich 15 bin, keine Ahnung, 12 Jahre Erfahrung am Aktienmarkt oder was. Ich habe einen Bullenmarkt, einen Bärenmarkt, ich habe eine Finanzkrise durchgemacht, alles. Und dann bin ich in Krypto reingekommen und bin trotzdem wie ein blindes Huhn durch den Laden gelaufen, habe irgendwas genommen, was ich dachte, was gut läuft, weil man einfach keine Ahnung hat. Wichtig ist wirklich zu verstehen, man muss Ahnung haben, um seine Emotionen ausschalten zu können. Und man darf auch nicht den Irrglauben verfolgen, je mehr Ahnung ich habe, desto selbstsicherer bin ich. Auch das ist falsch. Es gibt ja Leute, die sagen, ich habe alles so viel gelesen, ich bin mir sicher, das ist jetzt die richtige Entscheidung. Bleibt immer offen dafür, wenn jemand was anderes sagt, denn irgendwo liegt die Wahrheit in der Mitte. Und für die persönlichen Anlageentscheidungen Emotionen ausschalten. Und deswegen sage ich auch jedem, es ist nicht von jedem der Job, ein aktives Kryptoportfolio zu managen. Das ist ein 24/7-Job. Ist auch nicht mein Job. Und dann sage ich immer, lieber passiver an den Markt rangehen, lieber mit langem Horizont, als sich ärgern, genau diese Momente zu verpassen. Ja, wann ist denn der größte Punkt der Bullenmarkt? Wann ist das? Ja, ich sage, wenn meine YouTube-Aufrufzahlen am höchsten sind, dann gehe ich raus. So nach dem Motto. Die Emotionen sind der größte Feind und im Kryptosektor sehr, sehr stark verankert.
Ist dieser Zyklus jetzt durch das Thema mit Bitcoin und das Halving deutlich vorhersehbarer geworden? Ich meine, da gab es ja auch immer, wir haben diese ganzen Spekulationen, oh, es geht wieder nach oben, es geht nach unten, wann wird der Boden, wann geht es nach oben? Man tendiert ja schon so ein bisschen dazu, jemand, der sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt hat, zu sagen, ja, ich warte jetzt einfach alle 4 Jahre, dann nehme ich schön im Bullrun alles mit, dann, na, das gibt ja auch diese andere Strategie. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Schlechte. Ich sag mal so, ich habe mal tatsächlich mir den Gefallen getan, meine Performance zu vergleichen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich durch meine Vernetzung und auch durch, sage ich mal, Inner Circle, also wirklich, ich kenne Gott und die Welt und wirklich auch größere Whales, die auch Märkte bewegen. Man kriegt natürlich ein paar Insider-Infos. So, das ist natürlich vorteilhaft für eine Anlagestrategie, weil wer Informationen zuerst hat, gewinnt immer. Weswegen ich auch ganz klar immer sage, Leute, ihr könnt gar nicht auf YouTuber hören, weil am Ende seid ihr am Ende der Nahrungskette. Ja? Und es geht auch nicht darum, Informationen vorzuenthalten, aber ihr kriegt sie tendenziell später. Ja, ich meine, noch später nach YouTube wären dann Massenmedien, dann ist sowieso vorbei. Auch übrigens ein Indikator für das Ende eines Bullenmarkts und umgekehrt. Anderes Thema. Ich habe den Faden ein bisschen verloren, leider. Bitcoin, dass man ein bisschen genau. spekuliert auf diesen Zyklus, den typischen, den wir mittlerweile erlebt haben. 4-Jahres-Zyklus, da rennst du bei mir offene Türen ein, finde ich, passt nicht. Also wir sind bei Bitcoin an einem Punkt angekommen, wo wir von einer Asset-Klasse sprechen. Das ist gut. Das war der Weg, den wir gehen müssen für die Adoption von Bitcoin. Zwar nicht als Zahlungsmittel, aber erstmal als Akzeptanz der Asset-Daseinsberechtigung. Kann man schimpfen, wie man will, so ist es aber jetzt gekommen. Der Finanzmarkt sieht es als Asset. Und dann unterwirft man sich auch den Zyklen des Finanzmarkts. Der Bitcoin-Zyklus, der war vorher immer bestimmt durch diese 4 Jahre. Alle 4 Jahre halbiert sich die Blockbelohnung und dadurch die Angebotskurve bei Bitcoin. Die ist ja begrenzt auf 21 Millionen. Und alle 4 Jahre gibt es eben nur noch halb so viel alle 10 Minuten für die Miner. Das heißt, das Angebot wird immer weniger. Damit bei einer normalen Markttheorie gleichbleibende Nachfrage, sinkendes Angebot, steigender Preis. So, würde funktionieren, wenn wir nicht schon an einem Punkt sind, und das denke ich, wo die Assetklasse Bitcoin schon so groß ist, dass dieser Impact des Halvings gar nicht mehr groß ist. Der ist nicht mehr so groß. Ja, also es ist vorhersehbar. Wir wissen es alle. Nichtsdestotrotz passt es tatsächlich immer wieder zufällig auch mit makroökonomischen Ereignissen gerade zusammen und vielleicht auch diesmal wieder. Nichtsdestotrotz, es basiert ja nur auf Angebotsreduzierung und dafür ist die Angebotsseite zu irrelevant geworden, weil wir schon so nah an den 21 Millionen sind. Ja. Was würdest du uns jetzt mit auf den Weg geben? Das heißt, wirklich tendenziell mehr Sparplan. Wie würdest du jetzt investieren, wenn du heute 10.000 Euro bekommst? Nachdem du mit 14 schon ein erstes Portfolio zusammengestellt hast. Also mit der Erkenntnis von meiner früheren Vergangenheit mit 15 würde ich es definitiv solider aufbauen. Am Ende muss man sich fragen, wer ist man selbst? Ja, wer bist du selbst? Ich bin sehr risikoaffin, schon immer gewesen, deswegen bin ich auch selbstständig und habe ein Unternehmen aufgebaut, weil es mir im Blut liegt. Aber nicht jeder kann damit umgehen. Und ich glaube, je mehr risikoaffiner man ist, desto ungemütlicher kann auch die Portfolio-Performance werden, sowohl positiv als auch negativ. Also ich habe es in Krypto auch schon erlebt, nach dem ersten Bullrun wirklich richtig tolle Zahlen gesehen, ohne sie zu nennen, um dann auch wieder alles zu verlieren fast, obwohl ich schon die Erfahrung vorher hatte. Das habe ich jetzt in den letzten Phasen anders gemacht, bin deswegen auch letztes Jahr im November ausgestiegen, hatte ich auch ein Video zu gemacht, wie steige ich eigentlich aus Märkten aus. Das Gegenteil mache ich jetzt auch nochmal ein Video zu, wie steige ich eigentlich ein, meine persönliche Strategie. Die ist aber nicht für jeden geeignet. Ja? Das will ich halt damit sagen. Wenn man nicht mehr schlafen kann mit Blick auf sein Portfolio, dann ist man in der falschen Strategie. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ratgeber, wie man handeln sollte. Also auf sich selber hören, innere Ruhe und das Portfolio vor allem als eins sehen. Nicht als den schnellen Reichtum für morgen, sondern als den langfristigen Aufbau von Vermögen für die Zukunft. Und da spreche ich von Jahrzehnten. Ja? Und Leute, schreibt gerne in die Kommentare, wo seht ihr in 10 Jahren den Kryptosektor? Also ich kann es euch nicht sagen jetzt. Und deswegen ist es umso schwieriger, da auch langfristig was aufzubauen. Ich würde neben Aktien, ETFs, passiv eben im Sparplan investieren, weil ich damit ruhiger schlafen könnte. Und immer eine kleine Casino-Back habe ich immer. Und damit wird halt gezockt, gnadenlos. Klar. Ja. Soll ja Spaß machen, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, deswegen sind wir auch in diesem Markt drin, weil einfach mehr Möglichkeiten da sind als bisher andere Märkte. Das ist einfach eine völlig neuartige Vermögensklasse mittlerweile akzeptiert. Kannst du dir vorstellen, vielleicht noch abschließend, so, weil du sagst,
eigentlich so ein bisschen paradox, ne? Krypto ist so schnelllebig, da passiert so viel. Du weißt nicht, wo das Ding in 10 Jahren ist. Und trotzdem müssten wir jetzt, wenn wir sagen, wir möchten Smart Money anlegen, auf die nächsten 10 Jahre denken. Widerspricht sich das nicht eigentlich so? Ja, widerspricht sich. Und deswegen finde ich es ja auch so schwierig zu sagen, welches Asset ist in 10 Jahren noch da. Also ich lehne mich ja jetzt aus dem Fenster, also beziehungsweise meiner Meinung nach nicht, denn Bitcoin ist das Fundament von all dem, was wir haben und das einzig echt dezentrale öffentliche Ledger oder Blockchain. Weswegen ich auch denke, dass in 10 Jahren Bitcoin noch relevant ist. Ja? Wie auch immer Bitcoin in 10 Jahren aussieht, wie auch immer die Akzeptanz aussieht, ob man es als Zahlungsmittel einsetzt oder dann doch eher als digitales Gold oder vielleicht gar nicht, es wird noch existieren. Bei Ethereum sehe ich auch dort Potenziale, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich bei meiner ganzen Kryptowette ein Narrativ vor allem verfolge und das ist die Wertigkeit des Internets. Ja, das Internet jetzt ist ein Kommunikationsprotokoll, ist wichtig und richtig. Mhm. Da gehen Informationen schnell über Knoten in alle Richtungen der Welt. Was wir jetzt brauchen, ist ein Layer, in dem wir Werte auch digital abbildbar machen. Das schafft die Blockchain-Technologie. Smart Contracts und Ethereum ist für mich damit ein grundwichtiger Pfeiler für all das, auch nämlich eben das Thema NFTs. Nicht nur in Form von Affenbildern, sondern eben auch Musik, digitale Medien aller Art. Und das ist meine Wette. Und ich glaube, in 10, 20 Jahren sind wir im Internet der Werte und da werden Bitcoin und Ethereum eine Rolle spielen. Ob aber dann der Coin auf Platz 50 gerade dann noch eine Rolle spielt, Mhm. weiß ich nicht. Also deswegen wette ich auch nicht darauf Ja. in 10 Jahren. Und da muss man dann aktiv und passiv unterscheiden. Ich habe einen aktiven Anteil in meinem Portfolio, der passive ist mittlerweile größer geworden. Interessant. Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen, ich musste gerade an die Internetblase von 2000 denken. Wir haben ja die ganzen Tech-Unternehmen in der Zeit gehabt und das ist jetzt genau der Punkt. Wir wissen nicht, wo wir in 10 Jahren sind, müssen aber trotzdem langfristig denken, wenn wir sagen, wir möchten wirklich das Risiko reduzieren. Ja. Ja. Man Ja. muss halt wissen, wo man durchhält und wo nicht. Also hoddeln bis zur Endlichkeit, Leute, tut euch das nicht an, macht auch keinen Sinn. Ihr müsst damit immer ruhig schlafen können. Wenn ihr an den Punkt kommt, wo ihr auch denkt, ich sehe diese Geschichte für Bitcoin und Ethereum oder für Krypto insgesamt sehe ich nicht mehr, dann ist es auch okay. Ja, dann muss man gehen. Darf nicht traurig sein, wenn man irgendwelche Renditen verpasst. Weil ich glaube, das Schlimmste, was man sich antun kann, ist unruhige Nächte und verkürzte Lebenszeit, weil man irgendwas mit Geld macht, was eigentlich für einen arbeiten sollte und nicht umgekehrt. Ja, super interessant. Finde ich total spannend, was du uns gerade so erzählst. Für mich nochmal so auch die Erkenntnis, das eine sind die Zyklen, aber das meiste sind eigentlich Emotionen. Und wenn wir uns damit auseinandersetzen wollen, wie wir investieren, ob jetzt aktiv, passiv, da den Sparplan, zu welchem Zeitpunkt, dann ist das Wichtigste erstmal, ja, wer bin ich denn eigentlich? Ja, und dann Absolut. kommt der Also nächste Schritt. sich selbst verstehen ist so wichtig und ich meine, die Ursünde der Menschheit ist die Gier. Das ist auch der Grund, warum gerade bei Innovationen wie jetzt Krypto oder damals der Internetblase in den ersten Zyklen, in den ersten Iterationen Überbewertungen stattfinden, weil wie soll ich einen Preiswert was bemessen, dessen Zukunft ich gar nicht vorhersehen kann. Und deswegen passiert auch dann leider so viel Scheiß wie irgendwelche Coins, die kein Mensch braucht oder Internetunternehmen, die keiner braucht. Aber die als Gewinner da hervorgehen, das sind die fetten Player, in der digitalen Welt heute und eben dann vielleicht in 10, 20 Jahren im Kryptobereich in der Zukunft als Erweiterung von dem, was wir jetzt gerade sehen. Also die digitale Welt kommt und Blockchain wird eine Rolle spielen. Von daher ist es eine Wette wert, aber bitte nicht alles darauf Ja, setzen. gute abschließende Worte, Mirko. Vielen, vielen lieben Dank für die Worte. Auch nochmal die Community immer, do your own research. Das gilt immer, findet heraus, wer ihr seid, wie ihr anlegen wollt. Und Ja, Mirko hat es auch nochmal gesagt, passiv, aktiv, eine gesunde Mischung, setzt euch damit auseinander, schaut euch die Projekte an, unabhängig von uns. Wir wissen auch nur das, worüber wir uns informieren, wo wir unsere Quellen auch herbekommen. Und es gibt viele Dinge, die wir nicht wissen. Von daher ist da Herdenschwarm total wichtig und viele, viele verlässliche Quellen. Genau. richtig. Also das ist für Ja. mich nochmal ein abschließend wichtiges Wort. Ich meine, wer meinen Kanal kennt, kennt dieses Gebet. Aber ihr habt jetzt 2 Meinungen bekommen, 2 Ansichten. Wir sind keine Berater, keine Finanzberater, wollen wir auch gar nicht sein. Wir wollen euch nur ein paar Informationen auf den Weg geben, die ihr vielleicht für euch selber einordnet, benutzt, wie auch immer. Macht eure eigenen Hausaufgaben und hört auch noch auf mehr als 2 Personen, sondern wirklich macht euch einen breiten Blickwinkel, erst dann seht ihr auch wirklich klar. Vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Erkenntnisse Sehr mit uns gerne. geteilt hast, Mirko. Gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und an euch da draußen ganz viel Freude, was auch immer ihr jetzt noch danach vorhabt und wir sehen uns. Bis bald.
Ciao, ciao. Tschüss.